centuries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampyr. Ja gut, ich muss leider sagen, dass ich gerade die Aufnahme ein bisschen verkackt habe. Das heißt, wir werden einen Sprung von Folge 7 bis hierher haben. Es ist nicht viel passiert. Ich bin nur ein bisschen rumgegangen. Hab mit dem einen oder anderen geredet. Das ist aber jetzt nicht weiter erfolgsversprechend gewesen. Naja, gut. Und deshalb starten wir jetzt leider hier mittendrin, weil das Spiel speichert sich solche Sachen auch. Schade. Doof gelaufen. Naja, egal. Wir starten auf jeden Fall von hier. A brand new life? How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ihre Worte sind, das ist kein Geschenk. Ich bin ein lebendes Paradoxon. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Ja, wir brauchen einander. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. So, hast Do you sonst need noch was? something, Jonathan? Klar. Ich habe Fragen. I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Über die You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Fürchten Sie sich nicht vor mir? Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Okay, das erklärt Ihre Streifzüge. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. So, mein Since you Zustand. seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings in the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Ich glaube, das haben wir eh schon gehört. We'll see each other again soon, Edgar. Oder gelesen halt.
Whatever. Was haben wir hier? Warnender Brief. Bramberg Hospital, der 25. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meine starken Zweifel bezüglich Dr. Torres Strickland und dem Fall von Harvey Fiddick. Mr. Fiddick wurde nach einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft er Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, ein medizinischer Eingriff könne den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen ihn den Arm kosten könnten. Unser junger Kollege ist ein kühner, experimentierfreudiger Arzt, der in ein paar Jahren zu einem hervorragenden Experten reifen könnte. Doch noch fehlt ihm die Expertise, diese riskante Behandlung durchzuführen. Muss ich Sie an seine früheren Verfehlungen erinnern? Da Dr. Strickland nicht auf mich hört, empfehle ich Ihnen, seine gefährlichen Experimente zu untersagen. Hochachtungsvoll, Dr. Waverly Ackroyd. Ja. Nur das waren bisher ohne Erfolg. Torius, das ist... Ach, das ist ja er. Dr. Torius medizinisch können wurde in der Vergangenheit in Frage gestellt. So. Haben wir sonst noch was in seinem Büro? Was ist denn das? Der Brief von Rakesh Shadana. Bramberg Hospital, der 4. August. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea, sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freude erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut, aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie sich versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrungen und Fähigkeiten zu überprüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, was mich der Krieg gelehrt hat. Okay. Was ein Arzt wirklich wissen muss, auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Hochachtungsvoll, Rakesh Shadana, ehemaliger Arzt. Perfekt. Rakesh wurde während des Krieges versehentlich als Sanitäter eingestellt. Okay. Schön, dass wir da neue Hinweise bekommen. Was haben wir da? Ein neues Sammelobjekt. Seltene Spezies von Vampiren. Als Gelehrter und inniger Kenner der alten Schrift kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und Volkssagen nicht genug betonen, wenn es darum geht, Hinweise auf verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist, nur die bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichen erachten, basierend auf unserem langsam und über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen, bis 4 Entdecker der Bruderschaft in Sibirien Beweise dafür fanden, dass Vulknots eine wolfsähnliche Art von Vampiren sind. Betrachten wir diese Wesen als entsprechend des mythologischen Werwolfes. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Raksha aus meinem Heimatland? Was ist mit der chinesischen Yingxi oder dem Peuchen im Süden Chiles? Und vergessen wir unser schönes Großbritannien nicht. Was
ist mit der Geschichte über die fledermausartige Frau, die manchmal um St. James Church in Lothfleet gesichtet wurde. Was ist mit der Kreatur, die in manchen obskuren Zeugenaussagen als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versuchte, London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Was ist mit dem Nimrod, der mythischen Figur des rastlosen Vampirjägers, der manchmal von früheren britischen Äckern als legendärer Weidmann beschrieben wurde, der sich nur vom Blut seiner Opfer ernährte und unbemerkt unter Sterblichen und Unsterblichen wandeln konnte? Meine Brüder, wenn wir auch nur ein paar Augenblicke vergessen könnten, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir uns niemals sicher sein, was wir noch finden werden. Aus Die Enthüllung der Nacht von Usathera Primas und Sankt Dings. Das ist Spezies von Vampiren da. Weiß nicht, was passiert, wenn wir das hier alles voll haben, aber Wissen schadet ja nie. So. Da hinten ist unbekannt. Ach, das Zimmer ist so zu. It's locked, all right. Das heißt, in dieses Unbekannte können wir noch gar nicht. Hello again, Dr. Reid. I feel better already. Can I go soon? Oh, werden wir sehen. Okay. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Mr. Hampton muss ich nicht mehr befragen. Was ist mit ihm? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Gerichte über fragwürdiges Geschäft. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Okay. Grund für ihre Verletzung. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Okay. Was ist denn wirklich passiert? Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Wozu dann die Lüge? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Okay. Schönheit ist nicht alles, Sie können sich nicht ewig verstecken. Die Chirurgie könnte Ihnen helfen. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Nein! Okay, den dritten Hinweis kriegen wir nicht. Wir hätten jetzt den dritten Hinweis Goodbye for bekommen. now, Mr. Elwood. Schade. Disgust Time has on lost every its street. effect on me. Schade. But the suffering continues. Daily reason. Schokolade. So. Scheiße, ey. Oh, ist das bitter, dass wir da halt den Hinweis nicht bekommen haben. Na gut, ich will sie ja eh eigentlich nicht essen. Hier Crane, Beatrice, Drake, Milton. Die kenne ich halt nicht, die Person. Dr. Gwyn.
ist da noch. Einen Hinweis gibt es noch. Ihr könnt mal gucken, ob wir... Ja gut, hier kriegen wir nicht, meistens von ihr selber. Scheiße. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Goodbye, Nurse. Mich Call me ärgert if you das, need wenn wir assistance. dann die Sachen nicht rausfinden, weil wir das Falsche auswählen. Achso, da ist sie drinne. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Tja, Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. okay, schön Sie sich fühlen mich. Schön Sie zu sehen. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Patienten, die Probleme bereitet haben? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Ich glaube. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Ich habe Fragen zu den Vampiren. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Ich bin hier, Ihnen zu Dr. helfen. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Was wollen Sie dann von What mir? are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Bedroht ein anderer Vampir Sie? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Warum kümmert sie sich nicht selbst darum? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Ist leider so.
Bitte, fahren Sie fort. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Doof. Aber auch doof, dass uns das eben fehlgeschlagen ist, sodass wir hier bei den dass wir hier nicht mehr alles, also leider bekommen wir dort nicht alles hin, aber gut, ist halt so. Hier ist mir auch schon eins fehlgeschlagen, hier habe ich alle, das ist sehr gut. Der wäre auf 1000 wahrscheinlich gekommen, aber es ist trotzdem ärgerlich. Und hier weiß ich nicht, wie ich ihm das verabreiche. Das würde ich gerne auch eigentlich nochmal feststellen, weil ich habe ja extra nochmal eins hergestellt, damit wir ihm das hier verabreichen können, aber vielleicht... Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Vielleicht ist es erst später der Fall. So, Gerüchte über Erpressung. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? Okay. Das ging I schnell. have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Falling apart. Doctor. But in the Good evening, circumstances, Doctor. I'm willing to give How is my son doing? Haben Sie Gerüchte gehört? Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reid, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Das ist ja Goodbye, genauso Mrs. eine Goswick. blöde Kuh, wie ich es mir gedacht habe. I'm alright. So, wer ist denn die Quatsch-Tante? Ach, da, wo ich noch nicht rein konnte. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Bitte beruhigen Sie Please, sich. calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Sie mögen Tratsch? If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket.
Sind Sie die Erpresserin? You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Okay, es geht hier nicht einen I Behandlungsfall. assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Royal General Hall Theater. Clyde Fitch präsentiert Doris Sophie. Musst du mich hier? Danke sehr. Die Tratsch-Tante vom Dienst beklauen. Immer eine gute The Sache. patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Na, er ist zu frisch, würde ich sagen. Hello again, Dr. Reid. I feel better already. Can I go soon? Vielleicht. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Achso, Goodbye hab ich for schon. now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reid, any good news to share? Weiß ich nicht. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Okay. Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Ja, haben Sie denn irgendwas gesehen? Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reid. Das freut mich. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Another night. Surely I can endure another. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Natürlich. Mal gucken, hat er noch irgendwas? Nö, wie sieht das denn hier mit Fragen? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reid. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Goodbye, Milton. Wie kann denn etwas darunter sein? Und da ist schon mal Pippa. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. So, ein seltsamer Mann. Warte mal. Nee. Okay. Zurück. Ein seltsamer Mann, der die Schwester besucht. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor.
She's full of fanciful tales. Okay. Sie könnten uns beide. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Miss Jones verdient unsere Hilfe. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Tja, Goodbye, Nurse Hawkins. das war jetzt nicht so ganz hilfreich. 37 Meter. Da Perhaps I ist should sie have doch. considered the offer from that candidate. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Krankenhauspersonal mit krimineller Do you know if Vorgeschichte. any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Okay. Dann ein seltsamer Mann, der die Have you Schwester seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Okay. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Das ist nicht hilfreich. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit